Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den sanften Hügeln des heutigen Südirak, wo einst die Flüsse Tigris und Euphrat das Land fruchtbar machten, liegt ein Ort, der mehr ist als nur eine Ruine. Er ist ein Flüstern aus der Dämmerung der Zivilisation, die Heimatstadt Abrahams, die Stadt Ur. Ihre Geheimnisse sind nicht in Stein gemeißelt, sondern in tausende kleiner Tontafeln geritzt, die darauf warten, im stillen Licht der Nacht entziffert zu werden. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche der Gegenwart verblassen. Wir begeben uns auf eine Reise in die Dämmerung der Geschichte, zu einem Ort, der Jahrtausende lang nur ein Flüstern war, ein Name in heiligen Schriften und auf zerbrochenen Tontafeln. Wir reisen nach Ur. Für unzählige Generationen war die Heimatstadt Abrahams, das Herz des Sumerischen Reiches, nichts weiter als ein Mythos, begraben unter den unerbittlichen Sanden des heutigen Irak. Die Winde, die über die Ebene fegten, trugen die Erinnerung an ihre gewaltigen Mauern und den Glanz ihrer Tempel davon. Gelehrte lasen von Ur in der Bibel und in Keilschrifttexten, die von anderen, leichter zugänglichen Ruinen geborgen wurden, aber ihr genauer Standort blieb ein Rätsel, ein blinder Fleck auf der Landkarte der Antike. Erste Versuche, dieses Rätsel zu lösen, waren im 19. Jahrhundert zaghaft und oft von Glück als von Wissenschaft geleitet. Europäische Konsuln und Abenteurer, fasziniert von den biblischen Erzählungen, durchstreiften die Wüste. Sie fanden Ziegel mit unbekannten Inschriften, aber das Gesamtbild blieb verborgen. Der Hügel, der als Tel el-Muqayyar bekannt war, der Hügel des Pechs, erregte zwar Aufmerksamkeit, doch seine wahre Identität wurde nur vermutet. Erst in den 1920er Jahren, als der britische Archäologe Sir Leonard Woolley im Auftrag des British Museum und der University of Pennsylvania seine systematischen Ausgrabungen begann der Sand seine Geheimnisse preiszugeben. Woolleys Arbeit war akribisch, fast meditativ. Er verstand, dass er nicht nur nach Schätzen grub, sondern die Schichten einer Zivilisation abtrug. Mit jedem Spatenstich, mit jedem Pinselstrich, der den Staub von einer Mauer oder einem Artefakt entfernte, wurde das Echo lauter. Langsam, fast ehrfürchtig, stieg die verlorene Stadt aus ihrem sandigen Grab empor. Die Konturen von Häusern, Straßen und gewaltigen öffentlichen Gebäuden wurden wieder sichtbar. Es war, als würde man einem Geist dabei zusehen, wie er wieder Fleisch annimmt. Die Welt hielt den Atem an, als die Berichte aus der Wüste eintrafen. Ur war keine Legende mehr. Es war real. Im Herzen der wiederentdeckten Stadt erhob sich eine Struktur von atemberaubender Erhabenheit. Ein künstlicher Berg, der die flache Ebene dominierte. Dies war der große Zikkurat von Ur, eine monumentale Hommage an den Schutzgott der Stadt, den Mondgott Nanna. Stellen Sie sich vor, wie er in seiner Blütezeit ausgesehen haben muss. Keine verwitterte Ruine, sondern ein architektonisches Wunderwerk. Seine 3 massiven Terrassen, die sich zum Himmel verjüngten, waren nicht einfach nur aus Lehmziegeln gebaut. Die Erbauer, unter der Führung des Königs Ur-Nammu vor über 4000 Jahren, verwendeten 2 Arten von Ziegeln. Der Kern bestand aus sonnengetrockneten Lehmziegeln, eine flexible und reichlich vorhandene Ressource. Die Außenhaut jedoch, die den Elementen standhalten musste,
wurde aus gebrannten Ziegeln gefertigt, die mit Bitumen, einem natürlichen Asphalt, als wasserdichtem Mörtel verbunden waren. Diese äußere Schale schützte nicht nur die Struktur, sondern verlieh ihr auch ein poliertes, beeindruckendes Aussehen. 3 monumentale Treppen, eine zentrale, senkrecht zur Fassade, und 2 seitliche, die sich an die Wände schmiegten, führten zu einem Torhaus auf der ersten Terrasse. Von dort aus stiegen nur die Priester weiter hinauf, dem Himmel entgegen, bis sie den Schrein an der Spitze erreichten. Dieser oberste Tempel, von dem heute nichts mehr übrig ist, war vermutlich aus blau glasierten Ziegeln erbaut, die den nächtlichen Himmel widerspiegelten. Er war der heiligste Ort, die Schwelle zwischen der Welt der Sterblichen und der Domäne der Götter. Der Zikkurat war mehr als nur ein Tempel. Er war ein kosmisches Symbol, ein Ankerpunkt, der die Ordnung im Universum aufrechterhielt. Er war der sichtbare Ausdruck der Macht des Königs und der Frömmigkeit seines Volkes. In den klaren Wüstennächten, wenn der Mond, Nannas Himmelsbarke, über den Himmel zog, muss der Anblick des erleuchteten Zikkurats, auf dem die Priester ihre Rituale vollzogen, die Bewohner von Ur mit einer tiefen, spirituellen Ehrfurcht erfüllt haben. Es war ihre Leiter zu den Sternen, ein ewiges Versprechen der Verbindung mit dem Göttlichen. Während die Ausgrabungen fortschritten, stieß Leonard Woollys Team in einem Bereich nahe des heiligen Bezirks auf eine Entdeckung, die das Verständnis der sumerischen Kultur für immer verändern sollte. Es war keine Ansammlung von Palästen oder Tempeln, sondern ein Friedhof. Doch dies war kein gewöhnlicher Begräbnisplatz. Es war der königliche Friedhof von Ur, eine Nekropole, die Reichtümer und ein Geheimnis von beispiellosem Ausmaß barg. Als die Archäologen tiefer in die Erde vordrangen, Schicht für Schicht, die etwa auf das Jahr 2600 vor Christus datiert wurde, fanden sie eine Reihe von Schachtgräbern. Im Inneren dieser Gräber, in Kammern aus Stein und Ziegeln, lagen die Überreste der Elite von Ur. Und mit ihnen ein Schatz, der selbst die kühnsten Erwartungen übertraf. Die Dunkelheit der Gräber funkelte im Licht ihrer Laternen. Goldene Helme, kunstvoll zu zeremoniellen Perücken geformt, Dolche mit goldenen Klingen und Griffen aus tiefblauem Lapislazuli, fein gearbeitete Lyren und Harfen, verziert mit Stierköpfen aus Gold und Perlmutt. Eines der berühmtesten Artefakte, der Widder im Gestrüpp, eine exquisite Statuette aus Gold, Lapislazuli und Muscheln, zeugt von einer Handwerkskunst, die an Perfektion grenzt. Die Materialien selbst erzählten eine Geschichte von Macht und weitreichendem Handel. Das Gold stammte möglicherweise aus Anatolien oder Ägypten, der Lapislazuli aus den fernen Minen Afghanistans, das Karneol aus dem Industal. Ur war keine isolierte Oase, sondern ein Zentrum einer vernetzten antiken Welt. Doch inmitten dieses unvorstellbaren Reichtums offenbarte sich eine weitaus dunklere und rätselhaftere Praxis. Um die Hauptbestattungen herum fanden die Ausgräber nicht nur Objekte, sondern auch Menschen. Soldaten in Reih und Glied mit ihren Speeren, Dienerinnen mit kunstvollem Kopfschmuck, Musiker, die noch bei ihren Instrumenten lagen, und Ochsen, die vor prunkvollen Wagen angespannt waren. Sie alle waren Teil des Begräbnisrituals. Dies war kein einfacher Reichtum, der den Toten beigegeben wurde. Es war ein ganzer Hofstaat, der seinem Herrn oder seiner Herrin in den Tod gefolgt war. Die Pracht des Goldes war untrennbar mit dem Geheimnis eines tödlichen Rituals verbunden,
Unter den 16 sogenannten Königsgräbern gab es eines, das Woolley besonders erschütterte und faszinierte. Er nannte es das Große Todesgrab, Katalognummer PG 1237. Es enthielt keine zentrale Grabkammer mit einem königlichen Leichnam, sondern war selbst die Grabkammer, ein riesiger, offener Schacht, in dem die Leichen von 74 Menschen lagen, 66 davon Frauen. Die Szene, die sich den Ausgräbern bot, war makaber und doch von einer unheimlichen Ordnung geprägt. Die Körper waren nicht wahllos hineingeworfen worden, es gab keine Anzeichen eines Kampfes oder von Gewalt. Sie lagen in sauberen Reihen, als wären sie friedlich eingeschlafen. Die Frauen trugen ihre zeremoniellen Gewänder und ihren aufwendigen Schmuck aus Gold, Lapislazuli und Karneol. Musikerinnen hielten ihre Harfen und Lyren in den Armen, die Instrumente, die sie vielleicht bis zum letzten Moment gespielt hatten. Wachen standen an den Eingängen, ihre Kupferspeere noch immer griffbereit, ihre Helme auf den Schädeln. Woolley fand neben vielen der Skelette kleine Ton- oder Metallbecher. Seine Theorie, die bis heute die plausibelste bleibt, war so schlicht wie erschütternd. Diese Menschen waren nicht ermordet worden. Sie hatten sich freiwillig versammelt, um an einer feierlichen Zeremonie teilzunehmen, die mit ihrem eigenen Tod endete. Sie schritten die Rampe in die offene Grube hinab, nahmen ihre Plätze ein und tranken aus den Bechern ein Gift, wahrscheinlich eine Mischung aus Opium und einem anderen Toxin. Sie starben gemeinsam, um ihrem Herrscher, der in einem benachbarten Grab beigesetzt wurde, im Jenseits zu dienen. Wir müssen uns hüten, dieses Ereignis mit modernen Maßstäben zu beurteilen. Für die Sumerer von Ur war das Jenseits keine vage Hoffnung, sondern eine greifbare Realität, eine Fortsetzung des irdischen Lebens. Der Tod war eine Reise und ein König oder eine Königin reiste nicht allein. Diese Handlung, die uns heute als grausames Menschenopfer erscheint, war in ihrer Weltanschauung möglicherweise der ultimative Akt der Loyalität und des Glaubens. Eine Gewissheit, dass ihre Rolle und ihr Status im Jenseits an der Seite ihres Herrschers gesichert wären. Das große Todesgrab bleibt eines der tiefsten Rätsel der Archäologie. Ein stilles Zeugnis eines Glaubenssystems, das so stark war, dass es den Tod selbst überwand. In den stillen, dunklen Kammern der Königsgräber von Ur, wo die Zeit selbst zu erstarren schien, wartete ein Objekt von unbeschreiblicher Schönheit und Eleganz. Es ist ein Fund, der uns zwingt, unsere Vorstellungen von den technologischen und künstlerischen Fähigkeiten der frühesten Zivilisationen neu zu bewerten. Wir sprechen vom Helm des Mescalamduk. Wenn wir ihn heute in einer Museumsvitrine betrachten, sehen wir nicht einfach nur ein antikes Artefakt. Wir blicken auf das Antlitz eines Königs oder eines großen Kriegers, geformt aus Elektronen, einer natürlichen Legierung aus Gold und Silber, vor 4.500 Jahren. Der Helm ist nicht gegossen, sondern aus einem einzigen Blech getrieben und gehämmert. Eine meisterhafte Leistung der Metallverarbeitung. Er ist geformt wie eine Perücke, die die zeremonielle Frisur eines sumerischen Adligen nachbildet. Jede Locke ist präzise ziseliert, eine Welle aus Metall, die das Haar in feinen, sich wiederholenden Mustern darstellt. Die Ohren sind separat gefertigt und mit erstaunlicher anatomischer Genauigkeit angenietet, als würden sie dem Flüstern der Jahrtausende lauschen. Löcher entlang des unteren Randes deuten darauf hin, dass einst ein Innenfutter aus Stoff oder Leder befestigt war, um den Tragekomfort zu erhöhen. Dies war kein rohes Schutzobjekt für das Schlachtfeld, sondern ein Symbol von Macht, Status
und göttlicher Gunst. Mescalamduk, dessen Name Held des guten Landes bedeutet, war wahrscheinlich einer der frühen Herrscher von Ur. Sein Name wurde auf einer Inschrift in der Grabkammer gefunden. Dieser Helm war sein Prunkstück, getragen bei den wichtigsten Ritualen und Zeremonien, ein leuchtendes Diadem, das seine Autorität für alle sichtbar machte. Die Perfektion dieses Objekts stellt uns vor ein Rätsel. Wie konnten Handwerker in einer Zeit, die wir oft als primitiv bezeichnen, ein solches Meisterwerk schaffen? Es verrät eine tiefe Kenntnis der Metallurgie, ein unvergleichliches ästhetisches Empfinden und eine Gesellschaft, die in der Lage war, solche Spezialisten zu unterhalten und ihre Kunst zu fördern. Der Helm des Mescalamduk ist mehr als Gold, er ist geronnene Zeit, ein stiller Zeuge für den Glanz und die Komplexität einer Kultur am Anbeginn der aufgezeichneten Geschichte. Unter den unzähligen Schätzen, die Leonard Woolley aus dem Sand von Ur barg, ist vielleicht keines so rätselhaft und fesselnd wie die sogenannte Standarte von Ur. Dieses Objekt, ein kleiner, trapezförmiger Holzkasten, ist an seinen 4 Seiten mit einem atemberaubenden Mosaik aus Lapislazuli, Muschelschalen und rotem Kalkstein verziert. Es ist ein Bilderbuch aus der Vergangenheit, das uns 2 grundlegend verschiedene Szenen aus dem sumerischen Leben zeigt, die traditionell als Krieg und Frieden bezeichnet werden. Betrachten wir zunächst die Seite des Krieges. In 3 Registern entfaltet sich eine dramatische Erzählung. Unten sehen wir 4 rädrige Streitwagen, gezogen von Eseln, die über die Körper gefallener Feinde hinwegdonnern. In der Mitte marschiert eine Phalanx von Fußsoldaten in voller Rüstung, mit Helmen und Speeren, die gefangene und entblößte Feinde vor sich hertreiben. Oben schließlich werden die Gefangenen vor eine zentrale Figur geführt, vermutlich den König oder einen Feldherrn, der größer als alle anderen dargestellt ist und seinen Sieg entgegennimmt. Die Szene ist dynamisch, brutal und ein klares Zeugnis organisierter Kriegsführung. Drehen wir die Standarte um, wechselt die Stimmung vollkommen. Dies ist die Seite des Friedens. Auch hier erzählen 3 Register eine Geschichte, aber eine des Wohlstands und der Ordnung. Unten tragen Männer Säcke und Bündel, vielleicht Tribute oder die Ernte. In der Mitte werden Tiere, darunter Ochsen, Ziegen und Schafe, in einer Prozession geführt. Das obere Register zeigt eine Bankettszene. Würdenträger sitzen auf Stühlen, erheben ihre Becher, während ein Musiker auf einer Leier spielt und eine Sängerin die Gesellschaft unterhält. Es ist ein Bild von Fülle, von Festlichkeit und vom Lohn des Sieges. Doch was genau sehen wir hier? Woolley nannte es eine Standarte, weil er vermutete, dass es auf einer Stange in die Schlacht getragen wurde. Doch dafür ist es klein und seine Funktion unklar. Moderne Forscher schlagen vor, dass es sich um den Resonanzkörper eines Musikinstruments handeln könnte, vielleicht jener Leier, die auf der Friedensseite abgebildet ist. Die größte Frage aber bleibt die der Erzählung. Zeigt die Standarte eine einzelne Geschichte, ein erfolgreicher Feldzug, gefolgt von einer Siegesfeier? Oder repräsentiert sie die beiden fundamentalen Aspekte der sumerischen Königsherrschaft? Die Fähigkeit, Krieg zu führen und das Land zu verteidigen, und die Pflicht, für Frieden und Wohlstand zu sorgen? Die Standarte von Ur schweigt, aber ihre Bilder sprechen Bände über eine Gesellschaft, die bereits vor 4500 Jahren die Dualität von Konflikt und Harmonie in ihrer Kunst verewigte. Die Geschichte wird oft von Königen, Kriegen und Imperien dominiert.
Doch aus dem Staub von Ur erhebt sich eine Stimme, die nicht nur von Macht, sondern von persönlichem Glauben, von Zweifel und von tiefster menschlicher Emotion spricht. Es ist die Stimme von Enheduanna, der Tochter des großen Königs Sargon von Akkad, die um 2300 vor Christus lebte. Und sie ist, soweit wir heute wissen, die erste Autorin der Weltgeschichte, die ihre Werke mit ihrem Namen unterzeichnete. Enheduanna war keine gewöhnliche Prinzessin. Ihr Vater, der die sumerischen Stadtstaaten zu einem der ersten großen Reiche der Welt vereinte, setzte sie in einer strategisch brillanten Geste als Hohepriesterin des Mondgottes Nanna in Ur ein. In dieser Rolle war sie die mächtigste religiöse Figur im Süden Mesopotamiens, eine Brücke zwischen der akkadischen Herrschaft ihres Vaters und den alten sumerischen Traditionen. Ihre Existenz ist nicht nur durch Texte belegt, sondern auch durch ein greifbares Artefakt, die Enheduanna-Scheibe. Auf diesem Alabaster-Rundstück sehen wir sie, wie sie in priesterlichem Gewand eine Libation, ein Trankopfer, vollzieht. Es ist eines der ersten Male in der Geschichte, dass das Bild einer realen, benannten Frau für die Nachwelt erhalten blieb. Doch ihr größtes Vermächtnis sind ihre Worte. Sie verfasste eine Reihe von Hymnen, die über Jahrhunderte hinweg in den Schreiberschulen Mesopotamiens kopiert und studiert wurden. Ihr berühmtestes Werk, die Erhebung der Inanna, ist ein zutiefst persönliches Gedicht. Darin beschreibt sie ihre Vertreibung aus dem Tempel durch einen Usurpator, ihre Verzweiflung und ihren flehentlichen Appell an die Göttin Inanna, ihr zu helfen und ihre Position wiederherzustellen. Sie schreibt nicht als distanzierte Priesterin, sondern als verletzlicher Mensch. Er hat mich aus dem Tempel vertrieben, klagt sie. Er ließ mich wie eine Schwalbe aus dem Fenster fliegen. Mein Leben ist verzehrt. In diesen Zeilen hören wir eine authentische Stimme über 4 Jahrtausende hinweg. Enheduanna war eine Pionierin. Sie war die erste, die in ihren religiösen Texten das Ich verwendete, die ihre eigene Perspektive und ihre Gefühle in den Mittelpunkt stellte. Sie schuf damit eine literarische Tradition, die bis heute andauert. In den Ruinen von Ur finden wir nicht nur die Fundamente von Tempeln und Palästen, sondern auch das Fundament der Weltliteratur, gelegt von einer außergewöhnlichen Frau namens Enheduanna. Jenseits der goldenen Schätze der Königsgräber und der monumentalen Zikkurat lag das pulsierende Herz von Ur, die Stadt selbst, bewohnt von Zehntausenden von Menschen. Die archäologischen Ausgrabungen, insbesondere die von Leonard Woolley, gewähren uns einen seltenen Einblick in den Alltag dieser Menschen, der überraschend modern und komplex erscheint. Stellen wir uns einen Spaziergang durch die engen, gewundenen Gassen von Ur vor etwa 4000 Jahren. Die Häuser stehen dicht an dicht. Sie sind aus sonnengetrockneten Lehmziegeln gebaut, was der Stadt ein einheitliches, erdfarbenes Aussehen verleiht. Von außen wirken sie unscheinbar, oft fensterlos zur Straße hin, um Staub und Hitze abzuhalten. Doch tritt man durch eine Tür, gelangt man in einen offenen Innenhof, das Zentrum des Familienlebens. Um diesen Hof gruppieren sich die Räume: eine Küche, Schlafräume, vielleicht ein kleiner privater Schrein. Die Häuser waren oft zweistöckig, mit hölzernen Balkonen, die Schatten spendeten. Dieses Design, das auf Privatsphäre und Kühlung ausgerichtet war bemerkenswert effizient. Doch das Leben spielte sich nicht nur zu Hause ab. In den breiteren Straßen und auf den Plätzen pulsierten die Märkte. Händler priesen ihre Waren an: Getreide und Datteln aus der fruchtbaren Ebene, Wolle von den unzähligen Schafherden,
importierte Luxusgüter wie Lapislazuli aus dem fernen Afghanistan und Karneol aus dem Industal. Es war ein geschäftiges, lautes und geruchsintensives Treiben. Was diese Gesellschaft jedoch wirklich zusammenhielt und was uns heute so viele Details verrät, war die Schrift. Tausende von Keilschrifttafeln wurden in den Ruinen der Häuser gefunden. Dies waren keine königlichen Erlasse oder religiöse Hymnen, sondern die Dokumente des Alltags. Wir finden Eheverträge, die die Rechte der Frau und die Höhe der Mitgift festlegen. Wir lesen Kaufverträge für Häuser, Felder und sogar Sklaven. Es gibt Quittungen für gelieferte Waren, Schuldscheine mit präzisen Zinsangaben und Gerichtsprotokolle, die Streitigkeiten über Erbschaften oder gestohlenes Vieh schlichten. Diese Tontafeln zeigen uns eine hochgradig organisierte, bürokratische und auf Gesetzen basierende Gesellschaft. Die Menschen von Ur waren nicht nur Bauern und Priester, sie waren Händler, Richter, Schreiber und Bürger, deren Leben durch schriftliche Verträge geregelt war. In diesen bescheidenen Stücken gebrannten Tons spüren wir den wahren Puls der antiken Metropole am Euphrat. Atmen wir tief ein und lassen das geschäftige Treiben der Straßen von Ur hinter uns. Wir betreten nun einen Ort, der das eigentliche Fundament dieser Zivilisation bildete, stiller, aber unendlich wichtiger als jeder Marktplatz. Die Eduba, das Haus der Tafeln. Hier, in diesen unscheinbaren Lehmziegelbauten, wurde die Zukunft Sumers geformt, nicht mit Waffen, sondern mit einem Schilfrohrgriffel. Stellen wir uns einen Innenhof vor, beschattet von einer einfachen Überdachung. Junge Schüler, meist Söhne der Elite, von Priestern, Verwaltern und reichen Kaufleuten, sitzen auf Bänken oder dem Boden. Vor ihnen liegen feuchte, handtellergroße Tontafeln. Die Luft ist erfüllt vom leisen Kratzen der Griffel und der strengen Stimme des Ummia, des Meisters. Der Weg zum Schreiber war lang und entbehrungsreich. Er begann mit den Grundlagen, dem Kneten des Tons zur perfekten Konsistenz und dem Schneiden des Schilfrohrs zum dreieckigen Griffel, der die charakteristischen Keile erzeugte. Die Schüler lernten Hunderte von Keilschriftzeichen, nicht nur deren Form, sondern auch deren phonetische Werte und ideografische Bedeutungen. Die Ausbildung war brutal repetitiv. Texte wurden kopiert, wieder und wieder, bis sie fehlerfrei im Gedächtnis saßen. Die Fächer waren vielfältig und anspruchsvoll. Mathematik war unerlässlich für die Verwaltung von Ernten und den Bau von Kanälen. Die Schüler lernten, Flächen zu berechnen, Volumen zu bestimmen und komplexe Zinseszinsrechnungen durchzuführen. Sie studierten Recht, um Verträge aufzusetzen, und Musik, um Hymnen für die Tempel zu komponieren. Doch das Herzstück der Eduba war die Literatur. Sie lernten die großen Mythen und Epen, die Geschichten von Göttern und Helden, die das sumerische Weltbild prägten. Diese Schulen waren keine Orte sanfter Pädagogik. Disziplin wurde mit dem Stock durchgesetzt, wie zahlreiche Schülertafeln beklagen. Doch der Preis war die Mühe wert. Ein ausgebildeter Schreiber war der Schlüssel zur Macht, zum Wissen und zum Fortbestand der Kultur. Er war das Gedächtnis der Stadt, das Nervensystem des Reiches. In der Stille der Eduba wurde nicht nur geschrieben. Hier wurde Zivilisation selbst in Ton gebrannt. Nachdem ein Schreiber die anspruchsvolle Ausbildung in der Eduba gemeistert hatte, wurde sein Werk Teil eines größeren Ganzen, eines intellektuellen Schatzhauses, das wir heute als Bibliothek bezeichnen würden. Doch vergessen wir unsere modernen Vorstellungen von öffentlichen Leihbüchereien. Die Keilschriftbibliotheken von Ur und anderen mesopotamischen Städten waren exklusive Archive,
die das Wissen der Macht bewahrten. Sie befanden sich in den Tempelkomplexen, in den Palästen der Könige und in den Häusern reicher Gelehrter. Stellen wir uns vor, wir treten in einen solchen Raum. Die Luft ist kühl und trocken, der einzige Geruch ist der von altem Ton und Staub. An den Wänden stehen Regale aus Holz oder Nischen direkt im Lehmziegelmauerwerk. Doch anstelle von Büchern sehen wir Tausende von Tontafeln, sorgfältig gestapelt oder in Reihen angeordnet. Jede Tafel ist ein Fragment des Lebens und Denkens dieser Kultur. Die Organisation dieser Archive war bemerkenswert systematisch. Die Tafeln wurden nach Themen sortiert. Hier die administrativen Aufzeichnungen, endlose Listen von Vieh, Getreide und Tributzahlungen, die das Funktionieren des Staates sicherten. Dort die juristischen Texte, Gesetzessammlungen wie die des Ur-Nammu, Gerichtsentscheidungen und Eheverträge. Ein anderer Bereich beherbergte die religiösen Hymnen an Nanna und die anderen Götter, Anleitungen für Rituale und Omentexte, die versuchten, die Zukunft aus der Leber eines Schafes oder der Bewegung der Sterne zu deuten. Und dann gab es die literarischen Werke, die Epen von Gilgamesch und Enmerkar, Schöpfungsmythen und Weisheitstexte. Um in diesem Meer aus Informationen navigieren zu können, entwickelten die Schreiber Kataloge. Einige Tafeln listeten die ersten Zeilen anderer Werke auf, ähnlich einem Inhaltsverzeichnis. Manchmal wurden die Tafeln einer Serie nummeriert, um die richtige Lesereihenfolge sicherzustellen. Diese Sammlungen waren nicht statisch. Gelehrte kopierten ältere Texte, um sie zu bewahren, und fügten neue Kommentare oder Werke hinzu. Sie waren lebendige Zentren des Lernens. Die Zerstörung einer solchen Bibliothek durch Krieg oder Feuer war eine katastrophale Auslöschung des kulturellen Gedächtnisses. Doch die Beständigkeit des gebrannten Tons hat uns ein Wunder beschert. Viele dieser Tafeln überlebten die Jahrtausende und erlauben uns heute, direkt in das Herz dieser antiken Welt zu blicken. In den stillen Archiven, zwischen den Listen von Gerste und den Hymnen an die Götter, fanden Archäologen eine Geschichte, die unser Verständnis der antiken Mythologie für immer verändern sollte. Es ist eine Erzählung von so universeller Kraft, dass sie über Kulturen und Jahrtausende hinweg widerhallt. Die Geschichte einer großen Flut. Lange bevor die hebräischen Schreiber die Geschichte von Noah und seiner Arche niederschrieben, gravierten sumerische Schreiber die Geschichte von Ziusudra in den feuchten Ton. Die Fragmente, die wir besitzen, sind unvollständig, aber die Umrisse sind unverkennbar und fesselnd. Die Götter, angeführt vom großen Enlil, beschließen aus Gründen, die im Nebel der Zeit verloren sind, die Menschheit durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Doch ein Gott, Enki, der weise Freund der Menschen, ist mit diesem Plan nicht einverstanden. Er kann den Schwur, das Geheimnis zu wahren, nicht direkt brechen. Also wählt er eine List. Er spricht nicht zu Ziusudra, dem frommen und gottesfürchtigen König von Shurupak, sondern zu der Schilfwand seines Hauses, wissend, dass der König auf der anderen Seite lauscht. Er warnt ihn vor der bevorstehenden Katastrophe und gibt ihm den Befehl, sein Haus abzureißen und ein riesiges Schiff zu bauen. Er soll seine Familie, Handwerker und Paare von allen Tieren an Bord nehmen, um die Samen des Lebens zu erhalten. Ziusudra gehorcht. Die Flut kommt mit unvorstellbarer Wut. 7 Tage und 7 Nächte lang tobt der Sturm, das Wasser bedeckt das ganze Land. Selbst die Götter erschrecken vor der Zerstörung, die sie entfesselt haben. Als die Wasser schließlich zurückgehen, strandet das Schiff auf einem Berg. Ziusudra öffnet ein Fenster, sieht das Licht der Sonne
und opfert den Göttern als Dank. Die Götter, erfreut über das Überleben der Menschheit, gewähren Zius-Udra und seiner Frau die Unsterblichkeit. Diese Erzählung, später im Epos von Gilgamesch mit dem Helden Utnapishtim wiederholt, ist ein faszinierendes Beispiel für die Langlebigkeit von Mythen. Sie zeigt uns nicht nur die sumerische Sicht auf die prekäre Beziehung zwischen Göttern und Menschen, sondern auch die tief verwurzelte Erinnerung an die verheerenden Überschwemmungen von Euphrat und Tigris, die das Leben in Mesopotamien prägten. Um das Leben in Ur wirklich zu verstehen, müssen wir unseren Blick von der Erde zum Himmel heben. Denn das Leben der Sumerer war untrennbar mit dem Kosmos verwoben. Ihre Welt war bevölkert von einer Vielzahl mächtiger, oft launischer Götter und Geister, die jeden Aspekt der Existenz beeinflussten. An der Spitze des Pantheons standen große Götter wie An, der Himmelsgott, Enlil, der Gott des Windes und der Stürme, und Enki, der Gott der Weisheit und des Süßwassers. Doch für die Bewohner von Ur war die wichtigste Gottheit ihr eigener Stadtpatron. Nanna, der Mondgott, der auf Akkadisch als Sin bekannt war. Seine Hauptkultstätte, der große Zikkurat, ragte als künstlicher Berg aus der Ebene und bildete eine symbolische Brücke zwischen Himmel und Erde. Der Mondzyklus war für die Sumerer von immenser Bedeutung. Er bestimmte den Kalender, die Zeit für Aussaat und Ernte und die religiösen Feste. Nanna galt als weiser und gütiger Herr, der in der Dunkelheit der Nacht für Licht und Orientierung sorgte. Seine Gemahlin war Ningal, die große Dame, und ihre Kinder waren der Sonnengott Utu und die strahlende Inanna, Göttin der Liebe und des Krieges. Die Beziehung zwischen Menschen und Göttern war die eines Dieners zu seinem Herrn. Die Menschen wurden erschaffen, um den Göttern zu dienen, ihnen Nahrung in Form von Opfern zu bringen und ihre Tempel zu unterhalten. Diese Tempel waren keine einfachen Gebetsstätten, sondern galten als die tatsächlichen Wohnhäuser der Götter auf Erden. Priester und Priesterinnen agierten als deren Haushofmeister, führten tägliche Rituale durch, um die Götter zu kleiden, zu speisen und zu besänftigen. Ein Fehler im Ritual konnte den Zorn der Götter hervorrufen, was sich in Form von Dürren, Überschwemmungen oder Krankheiten manifestieren konnte. Neben den großen Göttern glaubten die Menschen von Ur an eine Vielzahl kleinerer Wesen, Schutzgeister, die das Haus bewachten, aber auch finstere Dämonen wie Lamashtu, die Kinder bedrohte, oder die Gallu-Dämonen, die die Seelen in die Unterwelt zerrten. Das Leben war ein ständiger Akt der Balance, ein Versuch, durch Gebete, Opfer und magische Beschwörungen das Wohlwollen der Götter zu erlangen und die Mächte des Chaos in Schach zu halten. Wir betreten nun ein Gebiet, in dem die Grenzen zwischen Archäologie, Mythos und Glaube verschwimmen. Die hebräische Bibel, das Alte Testament, nennt Ur als die Heimatstadt Abrahams, des Patriarchen, von dem sich Judentum, Christentum und Islam herleiten. Und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und zog mit ihnen aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Diese wenigen Worte haben die Fantasie von Generationen beflügelt und Ur einen Platz im kollektiven Gedächtnis der Welt gesichert, der weit über seine historische Bedeutung hinausgeht. Doch was sagt die Archäologie dazu? Die Suche nach dem historischen Abraham in den Ruinen von Ur ist eine der größten Herausforderungen der biblischen Archäologie. Es gibt keinen direkten, unumstößlichen Beweis. Keine Inschrift erwähnt seinen Namen,
Kein Haus kann ihm eindeutig zugeordnet werden. Dies ist jedoch nicht überraschend. Die Archäologie gräbt die Überreste von Kulturen und Gesellschaften aus. Selten die Spuren einzelner Personen, die nicht Könige oder hohe Priester waren. Was wir jedoch tun können, ist, die Welt zu rekonstruieren, in der Abraham gelebt haben könnte. Die Bibel datiert seine Auswanderung ungefähr auf das frühe 2. Jahrtausend vor Christus. Dies war eine Zeit des Umbruchs in Ur. Die glorreiche 3. Dynastie war zusammengebrochen und die Stadt wurde von Elamiten und später von Amoritern beherrscht. Es war eine Ära politischer Instabilität, aber auch des kulturellen Wandels. Neue Völker, neue Sprachen und neue Götter kamen nach Mesopotamien. Könnte Abrahams Auszug Teil einer größeren Migrationsbewegung semitischer Völker gewesen sein, die zu dieser Zeit stattfand? War seine monotheistische Vision eine radikale Abkehr vom polytheistischen Pantheon Urs, das wir in den Tempeln und auf den Tontafeln so lebendig sehen? Diese Fragen lassen sich archäologisch nicht beantworten. Wir können die Lehmziegelhäuser untersuchen, in denen Familien wie die seine gelebt haben könnten, die engen Gassen durchwandern, in denen sie gingen, und die Tempel betrachten, in denen sie vielleicht nicht mehr beten wollten. Die Figur des Abraham bleibt im Nebel der Geschichte verborgen. Ein Echo in den heiligen Texten, dessen physische Spuren vom Sand der Zeit verweht wurden. Ur gibt uns den Kontext, die Bühne für seine Geschichte, aber den Mann selbst müssen wir im Glauben oder in der literarischen Überlieferung suchen. Während die Zikkurat von Ur zum Himmel strebte, streckten die Kaufleute der Stadt ihre Fühler über die damals bekannte Welt aus. Ur war nicht nur ein religiöses und politisches Zentrum, sondern auch ein pulsierender Knotenpunkt in einem erstaunlich weitreichenden Handelsnetzwerk der Bronzezeit. Der nahegelegene Persische Golf war ihr Tor zur Welt. Von den Kais von Ur aus segelten Schiffe, gebaut aus Schilf und mit Bitumen abgedichtet, entlang der Küste nach Süden und Osten. Ihr Ziel waren die fernen Länder, die die Sumerer Magan und Meluha nannten, heute identifiziert als die Regionen von Oman und dem Industal, der Heimat der Harappa-Kultur. Aus Magan brachten sie Diorit, einen harten schwarzen Stein für Statuen, und vor allem Kupfer, das Lebenselixier der Bronzezeit. Aus Meluha kamen exotische Güter, Karneolperlen, kunstvoll geätzt mit Mustern, die in den Gräbern von Ur wieder auftauchen, Elfenbein und vielleicht sogar Pfaue. Im Gegenzug exportierten die Sumerer Wolle, Textilien und Getreide, die Überschüsse ihrer fruchtbaren Ebenen. Doch der Handel beschränkte sich nicht auf den Seeweg. Karawanen zogen nach Norden und Westen. Aus den Bergen des heutigen Afghanistans kam das kostbarste aller Materialien: Lapislazuli, dessen tiefblaue Farbe den Nachthimmel symbolisierte und die Gräber der Könige schmückte. Aus Anatolien importierten sie Silber und aus dem Libanon das begehrte Zedernholz für den Bau von Tempeln und Palästen. Dieses komplexe System wurde nicht durch Zufall aufrechterhalten. Tausende von Tontafeln aus Ur dokumentieren akribisch jeden Aspekt dieses Handels. Wir finden Verträge, Frachtbriefe, Quittungen und sogar Beschwerdebriefe, wie den berühmten Brief an Ea Nasir, in dem sich ein Kunde über die schlechte Qualität von Kupferbarren beklagt. Diese Keilschriftarchive enthüllen eine hochentwickelte Wirtschaft mit standardisierten Gewichten und Maßen, mit Handelsagenten und Kapitalinvestoren. Ur war eine Stadt, deren Wohlstand auf der Fähigkeit beruhte, Ressourcen aus Tausenden von Kilometern Entfernung zu beschaffen und zu verarbeiten. Die Schätze in den Königsgräbern sind nicht nur Zeugnisse von Reichtum und Macht, sondern auch Landkarten,
einer vernetzten antiken Welt, in der ein Handwerker in Ur einen Stein bearbeitete, der in den fernen Bergen des Hindukusch abgebaut worden war. In der Stille der Königsgräber von Ur, inmitten von Gold, Lapislazuli und den Gebeinen geopferter Diener, fand Leonard Woolley ein Objekt von unvergleichlicher Schönheit und Melancholie. Die Harfe, oder genauer gesagt, die Lyra der Königin Puabi. Es ist eines der ältesten erhaltenen Saiteninstrumente der Welt und ein Meisterwerk sumerischer Handwerkskunst. Stellen wir uns den Moment der Entdeckung vor. Im Dunkel einer Grabkammer, die seit 4.500 Jahren versiegelt war, enthüllt das Licht der Lampe langsam ihre Form. Das Holz des Instruments war längst zu Staub zerfallen, aber es hatte einen Hohlraum in der Erde hinterlassen. Woolley füllte diesen Hohlraum vorsichtig mit Gips und konnte so die ursprüngliche Form des Instruments bewahren. Was zum Vorschein kam, war atemberaubend. Der Resonanzkörper war mit einem Mosaik aus Muschelschalen, rotem Kalkstein und Lapislazuli verziert. An der Vorderseite prangte ein prächtiger, skulptierter Stierkopf aus massivem Gold, dessen Augen aus Lapislazuli und dessen Bart aus demselben blauen Stein gefertigt waren. Der Stier war ein starkes Symbol in Mesopotamien, oft mit dem Mondgott Nanna, dem Schutzgott von Ur, oder mit der Kraft und Fruchtbarkeit der Natur verbunden. Unterhalb des Stierkopfes befanden sich Muschelplaketten, die mit mythischen Szenen graviert waren. Tiere, die menschliche Tätigkeiten ausüben, darunter ein Esel, der eine ähnliche Lyra spielt. Diese Szenen geben uns einen seltenen Einblick in die sumerische Mythologie und vielleicht sogar in ihren Humor. Doch die Lyra erzählt auch eine düstere Geschichte. Sie wurde im Todesschacht neben dem Grab der Königin Puabi gefunden, zusammen mit den Skeletten von 10 Frauen in zeremonieller Kleidung. Eine von ihnen lag mit ihren knöchernen Fingern noch auf den Saiten der Harfe, als wäre sie mitten im Spiel erstarrt. Diese Musikerinnen folgten ihrer Herrin in den Tod, um ihr im Jenseits weiterhin mit ihrer Musik zu dienen. Die Harfe der Puabi ist also mehr als nur ein Musikinstrument. Sie ist ein Fenster in die Seele der sumerischen Elite. Ihre Liebe zur Schönheit, ihre tiefen religiösen Überzeugungen und ihre brutale Auffassung vom Leben nach dem Tod. Sie ist ein stummer Zeuge einer längst verklungenen Melodie, gespielt am Rande der Ewigkeit. Der Nachthimmel über der mesopotamischen Ebene ist auch heute noch von einer beeindruckenden Klarheit, frei von der Lichtverschmutzung moderner Städte. Für die Bewohner von Ur war dieser Himmel kein stilles Panorama, sondern eine lebendige Leinwand, auf der die Götter ihre Absichten und Warnungen schrieben. Die Beobachtung der Sterne war daher keine rein wissenschaftliche Neugier, sondern eine heilige Pflicht, eine Form der Kommunikation mit dem Göttlichen. Im Zentrum dieser kosmischen Beobachtung stand die Zikkurat. Ihre hohen Stufen brachten die Priester buchstäblich näher an den Himmel, weg vom Staub und Lärm der Stadt. Von diesen Plattformen aus verfolgten sie mit unermüdlicher Geduld die Zyklen von Sonne, Mond und den 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Sie kannten die Sternbilder, die wir teilweise heute noch verwenden, und zeichneten ihre Bewegungen über die Jahreszeiten hinweg auf. Doch ihr Ziel war nicht die Formulierung physikalischer Gesetze, sondern die Deutung von Omen. Jedes Himmelsereignis hatte eine Bedeutung. Eine Mondfinsternis konnte den Tod des Königs vorhersagen. Die Farbe des Mondes bei seinem Aufgang konnte den Zustand der Ernte anzeigen. Die Position der Venus, die sie mit ihrer Göttin Inanna verbanden,
beeinflusste Krieg und Frieden. Diese Beobachtungen wurden auf Tausenden von Tontafeln festgehalten. Diese Keilschrifttexte sind die frühesten astronomischen Tagebücher der Menschheit. Sie enthalten Listen von Finsternissen, Planetenkonjunktionen und heliakischen Aufgängen, dem ersten Erscheinen eines Sterns am Horizont vor Sonnenaufgang. Diese akribische Datensammlung, die über Jahrhunderte, ja Jahrtausende fortgesetzt wurde, war die Grundlage für die Entwicklung des ersten echten Kalendersystems. Die Sumerer entwickelten einen Lunisolarkalender, der versuchte, die Zyklen des Mondes mit dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen. Sie teilten den Tag in Stunden und Minuten ein und den Kreis in 360 Grad. Konzepte, die wir von den Babyloniern geerbt haben, die wiederum auf dem sumerischen Fundament aufbauten. In Ur war die Astronomie untrennbar mit der Astrologie und der Religion verbunden. Der Himmel war ein Spiegel der Erde und das Schicksal der Stadt war in den Sternen geschrieben. Die Priester auf der Zikkurat waren nicht nur Beobachter, sondern auch Interpreten, die versuchten, die göttliche Ordnung im scheinbaren Chaos des Kosmos zu erkennen. In unserer modernen Suche nach Bedeutung stoßen wir manchmal auf Interpretationen der Vergangenheit, die mehr über unsere eigenen Ängste und Hoffnungen aussagen, als über die antiken Kulturen selbst. Eine der populärsten, aber auch umstrittensten Theorien betrifft die sumerischen Götter, die Anunna oder Anunnaki. Populär gemacht durch Autoren wie Zecharia Sitchin, werden sie oft als außerirdische Besucher dargestellt, die die Menschheit als Arbeitssklaven erschufen. Es ist eine fesselnde Geschichte, keine Frage. Aber wenn wir die staubigen Tontafeln selbst befragen, mit der Geduld eines Archäologen und der Sorgfalt eines Philologen, enthüllen sie eine weitaus nuanciertere und, wie ich finde, tiefgründigere Wahrheit. Das Wort Anunnaki bedeutet in etwa die von königlichem Blut oder fürstlicher Nachwuchs. Es bezeichnete eine Gruppe von Gottheiten im sumerischen und akkadischen Pantheon, oft die höchsten und ältesten Götter, die im himmlischen Rat saßen und die Schicksale der Welt und der Menschen bestimmten. Die Keilschrifttexte beschreiben sie nicht als Wesen aus fernen Sternensystemen, sondern als mächtige, übermenschliche Kräfte, die eng mit der Natur und den menschlichen Angelegenheiten verwoben waren. Sie waren launisch, eifersüchtig, liebevoll und zornig. Enlil, der Gott des Windes und der Stürme, Enki, der weise Gott des Wassers und der Schöpfung, Inanna, die strahlende und furchterregende Göttin der Liebe und des Krieges. Ihre Geschichten sind keine technischen Handbücher über Raumfahrt, sondern tiefgründige Mythen, die versuchten, die Welt zu erklären. Warum gibt es Überschwemmungen? Woher kommt das Wissen? Was ist der Sinn von Leben und Tod? Die Sumerer sahen ihre Götter nicht als Besucher, sondern als die eigentlichen Bewohner und Besitzer des Landes. Die Städte, die Zikkurate, die Tempel, all das wurde für sie gebaut, um sie zu ehren, zu besänftigen und ihre Gunst zu sichern. Die Beziehung war symbiotisch. Die Menschen dienten den Göttern mit Opfern und Ritualen, und die Götter sorgten im Gegenzug für Ordnung und Fruchtbarkeit. Diese Weltsicht ist vielleicht weniger sensationell als die von Astronautengöttern, aber sie ist unendlich reicher. Sie zeigt uns ein Volk, das mit Ehrfurcht auf die Welt blickte und versuchte, seinen Platz in einem Kosmos zu finden, der von gewaltigen, unsichtbaren Kräften regiert wurde. Eine Suche, die uns bis heute verbindet. Keine Stadt, und sei sie noch so prächtig, währt ewig. Ihr Ende kommt selten in einem einzigen, feurigen Akt der Zerstörung.
Meist ist es ein langsamer, schleichender Prozess, ein leises Verblassen über Generationen. So war es auch mit Ur. Der endgültige Abschied von dieser einst so pulsierenden Metropole war kein plötzlicher Kollaps, sondern das Ergebnis eines unaufhaltsamen Zusammenspiels von Natur und menschlicher Geschichte. Der Lebensnerv von Ur, wie von ganz Mesopotamien, waren die großen Flüsse, der Euphrat und der Tigris. Doch Flüsse sind lebendige, sich verändernde Wesen. Über die Jahrhunderte verlagerte der Euphrat langsam seinen Lauf. Er zog sich von der Stadt zurück, ließ die einst so wichtigen Hafenanlagen trockenfallen und machte die Bewässerung der umliegenden Felder immer mühsamer. Das Wasser, das einst Leben und Reichtum brachte, wurde zu einer fernen, unerreichbaren Hoffnung. Gleichzeitig führte die jahrtausendelange intensive Bewässerungslandwirtschaft zu einem weiteren, unsichtbaren Feind, der Versalzung des Bodens. Mit jedem Tropfen Flusswasser, der auf den Feldern verdunstete, blieben winzige Mengen Salz zurück. Zuerst unmerklich, doch über die Jahrhunderte akkumulierte sich das Salz und vergiftete langsam die Erde, die einst so fruchtbar war. Die Ernten gingen zurück, die Kornkammern leerten sich und der Wohlstand, der die gewaltigen Tempel und Paläste finanziert hatte, schwand. Zu diesen ökologischen Katastrophen gesellten sich politische Umwälzungen. Das Machtzentrum Mesopotamiens verlagerte sich nach Norden, nach Babylon. Unter Herrschern wie Hammurabi wurde Babylon zur neuen, unangefochtenen Hauptstadt der Region. Ur, einst das Herz eines Imperiums, wurde zu einer Provinzstadt. Ihre politische und wirtschaftliche Bedeutung schwand. Die Karawanenrouten änderten sich, der Handel floss an Ur vorbei. Die Menschen folgten dem Wasser und der Macht. Familie für Familie packte ihre Habe und zog fort in Richtung der neuen Zentren auf der Suche nach einem besseren Leben. Die großen Boulevards wurden stiller, Häuser zerfielen und der Wüstensand begann sich zurückzuholen, was ihm einst abgerungen worden war. Es war kein dramatischer Untergang, sondern ein langes, melancholisches Ausatmen einer großen Zivilisation. Wenn wir heute durch die stillen Ruinen von Ur wandeln, sehen wir nur noch die steinernen Knochen einer toten Stadt. Doch das wahre Vermächtnis von Ur und der sumerischen Kultur ist nicht in Lehmziegeln oder zerbrochenen Töpferwaren zu finden. Es ist unsichtbar, aber allgegenwärtig. Es ist das Fundament, auf dem viele Säulen unserer eigenen Zivilisation ruhen. Das vielleicht größte Geschenk der Sumerer an die Welt war die Schrift. In den Tempelbezirken von Ur und anderen Städten wurde aus einfachen Zählmarken und Piktogrammen die komplexe Keilschrift entwickelt. Diese Fähigkeit, Gedanken, Gesetze, Geschichten und Verträge dauerhaft festzuhalten, war eine Revolution. Sie ermöglichte eine komplexe Verwaltung, die Weitergabe von Wissen über Generationen und die Entstehung von Literatur. Jeder geschriebene Vertrag, jedes Buch, jede E-Mail heute ist ein ferner Nachhall dieser ersten, in Ton gedrückten Zeichen. Mit der Schrift kam das Gesetz. Lange vor dem berühmten Kodex des Hammurabi schufen die Könige von Ur, wie Ur-Nammu, die ersten uns bekannten Gesetzessammlungen. Sie zeugen von dem Versuch, eine Gesellschaft nicht durch willkürliche Gewalt, sondern durch festgelegte Regeln und Gerechtigkeit zu ordnen. Ein Prinzip, das zum Eckpfeiler der Rechtsstaatlichkeit werden sollte. Doch das Erbe geht noch tiefer. Die Priester und Astronomen, die von der Spitze der Zikkurat von Ur den Nachthimmel beobachteten, taten dies nicht nur aus religiöser Ehrfurcht. Sie kartierten die Sterne, verfolgten die Bewegung der Planeten und entwickelten ein ausgeklügeltes mathematisches System,
auf der Basis der Zahl 60, das Sexagesimalsystem. Wir verwenden es heute noch, ohne darüber nachzudenken. 60 Sekunden in einer Minute, 60 Minuten in einer Stunde, 360 Grad im Kreis. Ihre Beobachtungen legten den Grundstein für die Astronomie und die Astrologie, die von den Babyloniern, Griechen und Arabern weiterentwickelt wurden. Selbst die biblische Erzählung von der großen Flut findet ihre Vorläufer in sumerischen Mythen wie dem Gilgamesch-Epos. Die Ideen, die in den fruchtbaren Ebenen Mesopotamiens geboren wurden, überdauerten das Reich von Ur. Sie wurden von den Akkadiern, Babyloniern und Assyrern aufgesogen und verbreitet. Sie reisten mit den Karawanen und beeinflussten die Kulturen des gesamten Nahen Ostens. Und von dort aus fanden sie ihren Weg in das westliche Denken. Ur mag im Sand versunken sein, aber sein Geist weht noch immer durch unsere Welt. Die Sonne sinkt über der irakischen Ebene und taucht die Ruinen von Ur in ein letztes weiches Licht aus Gold und Purpur. Die Hitze des Tages weicht einer kühlen Brise, die über die zerbröckelten Mauern und stillen Straßen streicht. Es ist ein Moment, in dem die Grenze zwischen den Jahrtausenden zu verschwimmen scheint. Wenn die Nacht hereinbricht, übernimmt ein anderer Herrscher die Szenerie, der Sternenhimmel. Hier, fernab der Lichtverschmutzung moderner Städte, entfaltet der Kosmos seine ganze atemberaubende Pracht. Die Milchstraße spannt sich wie ein schimmerndes Band aus Götterstaub über die gewaltige Silhouette der Zikkurat. Es ist derselbe Himmel, den die Priester vor 4000 Jahren beobachteten. Dieselben Sterne, die Abraham auf seiner Reise geleitet haben mögen. In dieser tiefen Stille beginnen die Steine zu sprechen. Man hört das ferne Echo der Prozessionen, die die Stufen der Zikkurat emporstiegen. Man spürt das geschäftige Treiben in den Gassen des Händlerviertels, das Murmeln von Gebeten in den Tempeln, das Lachen von Kindern in den Innenhöfen. Die Ruinen sind kein toter Ort. Sie sind ein Archiv der menschlichen Erfahrung, ein Monument für Ehrgeiz, Glauben, Kreativität und letztlich auch für die Vergänglichkeit. Hier in Ur stehen wir an einer der Wiegen der Zivilisation. Hier wurde zum ersten Mal in großem Stil versucht, die chaotische Welt durch Gesetze zu ordnen, die Zukunft in den Sternen zu lesen und die Geschichten der Götter und Helden für die Ewigkeit festzuhalten. Es ist ein Ort, der uns Demut lehrt. Er erinnert uns daran, dass auch unsere hochtechnologische Welt, unsere globalen Imperien und unsere stolzen Städte nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte der Menschheit sind. Was wird von uns bleiben in 4000 Jahren? Welche unserer Geschichten werden dann noch erzählt? Die Sterne geben keine Antwort. Sie ziehen ihre ewigen Bahnen, stille Zeugen des Aufstiegs und Falls von Imperien. Sie sahen Ur in seiner Blüte und sie sahen seinen langsamen Verfall. Und sie werden noch leuchten, wenn auch unsere Spuren längst vom Sand der Zeit bedeckt sind. Eine Nacht in Ur ist eine Reise zu den Anfängen, aber auch eine Meditation über das Ende. Es ist eine Begegnung mit der tiefen Stille der Geschichte und der unendlichen Weite des Kosmos, die uns mit einem Gefühl der Ehrfurcht und des Friedens zurücklässt.